Willkommen bei Deutsch Doppel. Heute sprechen wir darüber, wie du entspannt und sicher im Alltag reden kannst. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Manchmal fühlt man sich nach einem Gespräch total erschöpft. Weißt du, woran das liegen kann? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es hängt viel mit Erwartungen zusammen. Man hat oft das Gefühl, man müsse besonders kluge oder witzige Dinge sagen. Absolut. Und dann kommen die Momente, in denen man einfach nicht weiß, was man sagen soll. Das kann ziemlich unangenehm sein. Dabei ist es doch ganz normal, mal eine Pause zu machen oder nachzudenken. Aber viele fühlen sich dann sofort unsicher. Genau. Und dann gibt es auch die Situationen, in denen man das Gefühl hat, dass der andere einem gar nicht richtig zuhört. Oh ja, das ist wirklich frustrierend. Man fragt sich dann, ob das eigene Gesagte überhaupt ankommt oder ob es einfach ignoriert wird. Das kann auf Dauer wirklich ermüdend sein, vor allem wenn man sich immer wieder beweisen muss. Und dann gibt es noch die Gespräche, bei denen man sich nicht sicher ist, ob man alles richtig verstanden hat. Das kann auch Stress machen. Klar, vor allem wenn es um wichtige Themen geht, da möchte man nichts falsch machen oder missverstehen. Oft hilft es, einfach nachzufragen. Aber viele haben Angst, dass sie dann als unaufmerksam gelten. Ja, es kostet Überwindung, zuzugeben, dass man etwas nicht verstanden hat, aber es ist besser, als später Missverständnisse zu haben. Und dann spielt auch die eigene Stimmung eine große Rolle. Wenn man gestresst oder müde ist, wirkt das schnell auf das Gespräch. Stimmt, in solchen Momenten fällt es schwerer, sich zu konzentrieren und ruhig zu bleiben. Es kann auch helfen, sich bewusst zu machen, dass nicht jedes Gespräch perfekt laufen muss. Das nimmt schon viel Druck weg. Genau, man muss nicht immer die richtigen Worte finden, es reicht oft, einfach ehrlich zu sein. Und manchmal reicht es auch, einfach zuzuhören. Das wird oft unterschätzt. Zuhören ist wirklich wichtig. Es zeigt, dass man den anderen respektiert und an ihm interessiert ist. Ja, und es gibt einem selbst auch die Möglichkeit, mehr über den Gesprächspartner zu erfahren. Und das kann das Gespräch oft in eine ganz neue Richtung lenken, die spannend und weniger stressig ist. Absolut. Und wenn man sich daran gewöhnt, wird es mit der Zeit einfacher, entspannter zu kommunizieren. Das ist ein guter Punkt. Mit der Zeit lernt man, die eigenen Reaktionen besser zu steuern und den Druck rauszunehmen. Und auch, dass man nicht immer alles kontrollieren muss. Ein Gespräch darf auch mal spontan sein. Das ergibt oft die besten Unterhaltungen, wenn man einfach im Moment ist und die Gedanken fließen lässt. Ja, und genau da liegt der Schlüssel. Sich selbst und dem Gegenüber Raum lassen, ohne Druck oder Zwang. Hast du schon mal bemerkt, wie oft man sich über eigene Fehler ärgert, wenn man spricht? Oh ja, das kenne ich gut. Manchmal bleibt ein Fehler im Kopf hängen und man verliert den Faden. Dabei ist das gar nicht nötig. Fehler sind doch ganz normal und passieren jedem. Das stimmt. Und oft merkt der Gesprächspartner den Fehler gar nicht so sehr, wie man selbst denkt. Genau, es hilft, sich klarzumachen, dass niemand perfekt sein muss. Das nimmt schon viel Druck raus. Ich denke, es ist wichtig, einfach weiterzusprechen, auch wenn mal ein Fehler passiert. Ja, oft klärt sich ein Missverständnis von allein, wenn man einfach weitermacht. Und es zeigt auch, dass man selbstbewusst genug ist, um über kleine Fehler hinwegzusehen. Absolut. Es ist wie beim Spazierengehen. Man stolpert vielleicht mal, aber man geht einfach weiter.
ein schöner Vergleich. Und manchmal führt ein kleiner Fehler sogar zu einem neuen, interessanten Thema. Das stimmt. Manchmal entstehen die besten Gespräche aus solchen spontanen Wendungen. Und wenn man sich entschuldigen möchte, kann man das kurz machen und dann weitermachen. Ja, ein einfaches „Oh, das habe ich falsch gesagt" reicht oft völlig aus. Wichtig ist, sich nicht zu lange mit dem Fehler aufzuhalten. Das kostet nur Energie. Genau, und die kann man besser in das Gespräch selbst stecken. Manchmal hilft es auch, sich nach dem Gespräch kurz zu reflektieren und daraus zu lernen. Aber ohne sich selbst zu hart zu verurteilen. Es geht darum, sich zu verbessern, nicht sich zu bestrafen. Richtig, Fehler sind Teil des Lernprozesses und machen einen schließlich besser. Und sie können auch das Gespräch menschlicher und authentischer machen. Ja, Authentizität ist oft viel wertvoller als Perfektion. Und wenn man sich das immer wieder bewusst macht, wird man mit der Zeit entspannter. Das stimmt. Und man gewinnt auch an Selbstvertrauen, wenn man merkt, dass man trotz Fehlern gut kommunizieren kann. Und letztlich zeigt es auch, dass man bereit ist, offen und ehrlich zu sein, anstatt sich hinter einer Fassade zu verstecken. Genau, und das macht Gespräche viel angenehmer und echter. Wenn wir sicherer klingen wollen, kann es helfen, sich bewusst auf die Stimme zu konzentrieren. Absolut. Eine ruhige und klare Stimme vermittelt oft mehr Sicherheit als hektisches Sprechen. Und es ist gut, Pausen zu nutzen, sie geben einem Zeit, nachzudenken und wirken oft überlegter. Genau, Pausen können auch dem Gesprächspartner Raum geben, das Gesagte zu verarbeiten. Es hilft auch, langsam zu sprechen, so hat man mehr Kontrolle über das, was man sagt. Und das reduziert das Risiko von Missverständnissen. Man kann sich besser auf die Worte konzentrieren. Ein weiterer Punkt ist die Körperhaltung. Eine aufrechte Haltung kann das Selbstbewusstsein stärken. Stimmt, so fühlt man sich gleich sicherer und das überträgt sich auf die Stimme. Man kann auch üben, die Stimme zu variieren, um interessanter zu klingen und Aufmerksamkeit zu halten. Ja, das macht das Gesagte lebendiger und die Zuhörer bleiben eher dran. Wichtig ist, die eigene Stimme zu akzeptieren und sich nicht zu verstellen. Genau, Authentizität kommt immer gut an, man wirkt dadurch natürlicher. Und wenn man nervös ist, hilft es, tief durchzuatmen. Das beruhigt und lockert die Anspannung. Richtig. Atmung ist ein oft unterschätztes Mittel, um entspannter zu sprechen. Auch Lächeln kann helfen, natürlicher zu klingen. Es verändert den Tonfall positiv. Ja, das stimmt. Die Stimmung, die man selbst hat, überträgt sich oft auf das Gespräch. Man sollte sich auch Zeit nehmen, über das Thema nachzudenken, bevor man spricht. Das gibt einem die Möglichkeit, die Gedanken zu ordnen und sicherer zu wirken. Und falls man unsicher ist, kann man ruhig nachfragen oder sich Zeit lassen, um Klarheit zu gewinnen. Das zeugt von Interesse und zeigt, dass man das Gespräch ernst nimmt. Letztlich geht es darum, sich wohlzufühlen und das Gespräch zu genießen. Ja, und mit der Zeit wird man immer sicherer und natürlicher im Sprechen. Und das macht nicht nur das eigene Leben einfacher, sondern auch das des Gesprächspartners. Genau, es ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Sich mit jedem Gespräch selbstbewusster zu fühlen, beginnt oft mit kleinen Schritten. Man muss sich nicht gleich in große Diskussionen stürzen. Richtig. Es kann helfen, mit kurzen Gesprächen zu starten.
So kann man langsam Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten aufbauen. Manchmal kann es auch nützlich sein, sich auf ein Thema zu konzentrieren, das einem liegt. Das gibt einem ein gutes Gefühl und Sicherheit. Ja, wenn man über etwas spricht, das man mag, ist man automatisch motivierter und das merkt man auch im Gespräch. Ein weiterer Tipp ist, Fragen zu stellen. Das zeigt Interesse und lenkt den Fokus vom eigenen Sprechen auf das Zuhören. Absolut. Und es kann helfen, die Richtung des Gesprächs zu beeinflussen, falls man sich unsicher fühlt. Ich finde auch, dass es wichtig ist, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Fehler passieren und das ist okay. Das stimmt. Manchmal kann man sogar mit einem Lächeln darüber hinwegsehen und es mit Humor nehmen. Genau. Und wenn man mal nicht weiter weiß, kann man auch offen sagen, dass man kurz nachdenken muss. Auf jeden Fall. Das zeigt, dass man ehrlich ist und sich nicht unter Druck setzt, sofort antworten zu müssen. Mit der Zeit merkt man, dass man aus jedem Gespräch etwas mitnimmt, das einem beim nächsten hilft. Ja, so wächst das Selbstvertrauen Schritt für Schritt und man fühlt sich immer wohler. Es ist auch hilfreich, sich ab und zu daran zu erinnern, dass niemand perfekt ist. Jeder macht mal Pausen oder überlegt länger. Genau, und das macht Gespräche doch auch viel menschlicher und authentischer. Wenn man sich eine entspannte Haltung bewahrt, wird das Gespräch automatisch angenehmer. Und das überträgt sich auch auf den Gesprächspartner, was das Ganze lockerer macht. Manchmal kann es auch helfen, sich ein paar positive Gedanken zurechtzulegen, bevor man ein Gespräch beginnt. Ja, das schafft eine gute Stimmung und man geht viel positiver ins Gespräch hinein. Und wenn man merkt, dass man Fortschritte macht, ist das ein toller Motivationsschub. Das stimmt. Jeder kleine Erfolg motiviert weiterzumachen und noch selbstsicherer zu werden. Und so wird die eigene Unsicherheit nach und nach kleiner, bis sie irgendwann kaum noch spürbar ist. Genau. Und man merkt, dass man viel entspannter und natürlicher kommuniziert. Und das Schönste ist, dass man durch mehr Selbstbewusstsein auch offener für neue Begegnungen wird. Ja, das öffnet ganz neue Möglichkeiten und man kann Gespräche wirklich genießen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hoffen, ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Genau. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne einen Kommentar da, vielleicht mit einem Wort, das euch besonders im Gedächtnis geblieben ist. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folge verpasst. Ein Like wäre auch toll. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch, bleibt gespannt und bis bald. Die Stimme. Eine ruhige Stimme kann viel Vertrauen schaffen. Manchmal verändert sich die Stimme, wenn man nervös ist. Die Pausen. Pausen in einem Gespräch geben Zeit zum Nachdenken. Mit kurzen Pausen wirkt das Gesagte oft überlegter. Die Körperhaltung. Eine gerade Körperhaltung kann das Selbstbewusstsein stärken. Mit einer guten Körperhaltung fühlt man sich sicherer. Der Gesprächspartner sollte genügend Raum zum Antworten haben. Ein aufmerksamer Gesprächspartner kann viel zum Gespräch beitragen. Die Anspannung. Tiefes Durchatmen hilft, die Anspannung zu lösen. Anspannung kann dazu führen, dass man sich unsicher fühlt.